Hör auf damit. Es geht jetzt wirklich nicht mehr um Eisbären. Gerade jetzt schwebt das Schicksal der Zivilisation über dem Abgrund. Es zeigt sich, dass die bisherigen Berechnungen des Klimawandels einen sehr wichtigen Teil des Gesamtbildes ausgelassen haben. Jedermann muss wissen, das Weltklima ist jetzt gefährlich nahe am Tipping Point, seinem Kipppunkt. Das ist der Point of No Return, nachdem wirklich katastrophale Folgen unvermeidbar sind. Man stelle sich vor, während 3 Jahrmillionen war das Klima fast immer in einem von 2 stabilen Zuständen und kleine Einstrahlungsänderungen verursachten jeweils den Wechsel von einem in den anderen Zustand. In dieser kälteren Delle war auf der Erde Eiszeit. Und in der wärmeren war das Klima ziemlich genau so, wie es jetzt ist und wie es während der gesamten Geschichte der Menschheit war. Das Problem ist, dass der Verbrauch fossiler Energieträger uns immer weiter aus unserer stabilen Delle heraus den Hang hinaufschiebt. Der Kipppunkt ist der Punkt, an dem wir den Gipfel überschreiten und sich die Erde hin zu einem viel heißeren Ort bewegt, auch dann, wenn wir nicht weiter schieben. Sie wird weiter und weiter rollen, ganz von allein. Diesen Kipppunkt gibt es wegen gefährlichen Rückkoppelungen im Klimasystem. Sie verstärken die Erwärmung und können den Klimawandel unkontrollierbar machen. Einer davon ist der Albedo-Effekt. Dunkle Oberflächen absorbieren mehr Sonnenstrahlung als helle. Wenn nun der Klimawandel Eis und Schnee schmelzen lässt, nehmen mehr dunkle Meer- oder Landflächen mehr Strahlung auf als zuvor. Das verstärkt die Erwärmung, wodurch noch mehr Eis und Schnee schmilzt und so weiter. Und dann, Wasserdampf ist ein noch stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Zwar stoßen wir nicht viel Wasserdampf direkt aus. Wenn der Planet wärmer wird, verdunstet jedoch mehr Wasser, was die Wärmedecke der Erde verstärkt, was die Temperaturen weiter erhöht, was die Verdunstung zusätzlich verstärkt und so weiter. Wegen der bereits erhöhten Konzentration an CO2 in der Luft nehmen zurzeit die Ozeane einen Teil des CO2 auf, das wir in die Atmosphäre einbringen. Die oberste Meeresschicht wird immer saurer, wenn mehr CO2 darin gelöst ist. Gleichzeitig steigen die Wassertemperaturen an der Oberfläche und es breitet sich eine Schicht warmen, sauren Wassers aus. Plankton, das CO2 aus der Atmosphäre binden sollte, kann darin nicht wachsen. Noch schlimmer? Warmes Wasser kann weniger CO2 binden als kaltes Wasser. Steigen die Temperaturen, wird ein Teil des gelösten CO2 wieder an die Atmosphäre abgegeben. Wie das Meer wirken auch Ökosysteme an Land als Kohlenstoffspeicher. Wenn Pflanzen wachsen, entnehmen sie der Atmosphäre CO2. Wenn aber diese Ökosysteme sich erwärmen, können Pflanzen immer schlechter CO2 aufnehmen, während die Mikroorganismen in den Böden immer mehr Biomasse abbauen und CO2 freisetzen. Die Gesamtheit der Ökosysteme verwandelt sich von einem Kohlenstofflager in eine Kohlenstoffquelle. Wenn bei steigenden Temperaturen Niederschläge ausbleiben, trocknen Wälder so stark aus, dass Waldbrände wüten. Der ganze in den Wäldern gespeicherte Kohlenstoff geht in Rauch auf und wird zu CO2, dem wichtigsten Treibhausgas, was die Erwärmung nun weiter verstärkt. Dann das. In Sibirien gibt es riesige, ganzjährig gefrorene Torfmoore. Sie sind so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Wenn sie auftauen, werden gewaltige Mengen Methan freigesetzt. Methan hat in der Atmosphäre zwar nur eine kurze Lebensdauer, es ist jedoch ein mehr als 20-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Je mehr Methan nun freigesetzt wird, desto mehr wird die Erwärmung angeheizt, desto mehr tauen die Böden und umso mehr Methan wird freigesetzt. Leider sind nicht nur in der arktischen Tundra große Mengen gefrorenen Methans gespeichert. An verschiedenen Orten im Meeresgrund lauern vielleicht mehr als 10 Billionen Tonnen Methan als eine Art gefrorener Kristalle. Erwärmen sich die Ozeane, könnte dieses Methan plötzlich freigesetzt werden und in die Atmosphäre gelangen. Das letzte Mal, als dies geschah, schnellte die globale Temperatur um 10 Grad hoch.
Es sind diese Rückkoppelungsmechanismen des Klimasystems, die den Klimawandel so gefährlich machen. Sie verstärken sich gegenseitig und führen dazu, dass das globale Klima einen Kipppunkt hat. Genau diese Wechselwirkungen fehlen aber in den bekannten Vorhersagen der Klimaerwärmung. Bis jetzt haben wir unsere globalen Temperaturen um etwa 0,8 Grad in die Höhe getrieben. Wegen der Verzögerung von 40 bis 50 Jahren zwischen Ausstoß und Temperaturanstieg verursachen die bereits ausgestoßenen Treibhausgase eine unvermeidliche Erwärmung um weitere 0,6 Grad in den kommenden Jahrzehnten. Das könnte leicht ausreichen, um uns genau auf die Spitze zu treiben. Oder sogar darüber hinaus. Überschreiten wir diese kritische Schwelle, können die globalen Temperaturen gewaltig ansteigen. Wenn dies eintritt, wird ein Massensterben die Mehrzahl der Pflanzen und Tiere auslöschen, mit denen wir jetzt die Erde teilen. Während sich die Erde auf einen solchen Super-GAU zubewegt, werden sich Ratten, Fliegen, Kakerlaken und Mücken stark vermehren. Eine der ersten Folgen für uns Menschen ist Wasserknappheit, weil Niederschläge anderswo fallen, gletschergespeiste Flüsse versiegen und mit dem steigenden Meeresspiegel das Grundwasser versalzt wird. Wenn Ernten ausfallen, Wälder verbrennen, Wüsten sich ausbreiten und Küstengebiete überschwemmt sind, werden Milliarden ihre Sachen packen und sich auf die Suche nach einem besseren Leben anderswo machen. Aber wo? Das menschliche Dasein könnte das überleben. Doch was bedeutet menschliches Dasein in einer Welt, in der die noch bewohnbaren Länder einen Großteil ihrer Kraft dafür einsetzen, die hungernden Millionen fernzuhalten, die nicht mehr in ihren eigenen Ländern leben können, wegen dem, was wir getan haben? Die Welt schwimmt in Waffen. Es gibt eine Schusswaffe auf jeden 7. Menschen auf dem Planeten. Wenn die Erde seine riesige Bevölkerung immer weniger zu tragen vermag, werden wir nicht friedlich in unseren Betten sterben. Okay, und hier ist die gute Nachricht. Nichts von dem ist unvermeidlich. Noch. Jetzt ist nicht Panik angesagt oder Verzweiflung. Jetzt müssen wir handeln, solange es noch geht. Wir müssen ein riesiges Fragezeichen setzen. Sind die Regierungen und Unternehmen fähig, in der Zeit, die uns noch bleibt, auf diese Bedrohung zu reagieren? Sie haben schon 20 Jahre Zeit gehabt und sie haben noch immer weniger als nichts vorzuweisen. Das ist so, weil sie einem Glauben verpflichtet bleiben, dem ständiges Wirtschaftswachstum und kurzfristiger Profit wichtiger ist als das Überleben der Menschheit. Es ist kein großes Geheimnis, dass wir schädliche Emissionen vermindern müssen. Der Fall ist klar. Wir müssen eindeutig weniger verbrauchen. Aber das kommt in einer Gesellschaft, die einen stetig steigenden Verbrauch von Material und Energie als notwendig erachtet, nicht in Frage. Niemand kennt alle Antworten. Sicher ist aber, dies ist nicht die einzig mögliche Art zu leben. Und da sie uns fast sicher alle umbringen wird, sollten wir uns dringend Alternativen überlegen. Es ist längst klar, was es braucht, um den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. Selbst große Änderungen der eigenen persönlichen Lebensweise reichen niemals aus. Es gibt keinen anderen Weg, als die mächtigen Kreise aktiv herauszufordern, die dauernd die Änderungen blockieren, welche wir unbedingt und schnell brauchen. Wir müssen mehr sein als nur Konsumenten. Dies ist eine außergewöhnliche Zeit. Zu verhindern, dass der Klimawandel unkontrollierbar wird, ist die mit Abstand größte Aufgabe in der Geschichte der Menschheit. Und wir sind es, die sie lösen müssen. Tun wir es nicht, so wird alles, was wir so sehr lieben und auch anstreben, zerstört werden. Oder seinen Sinn verlieren. Die, die vor uns waren, wussten nichts von diesem Problem. Und die, die nach uns kommen, werden machtlos sein, etwas dagegen zu tun. Für uns aber ist noch wenig Zeit. Bewegen wir uns nun aber schnell.